Willkommen auf unserer Entdeckungsreise. Das Geheimnis unter den Pyramiden wird immer tiefer. Und dieses Mal enthüllt die moderne Technologie unglaubliche Geheimnisse. Mit Hilfe von LiDAR und Radar haben Forscher unter der großen Pyramide massive Strukturen entdeckt, die sich über Kilometer erstrecken. Diese seltsamen Formen wirken nicht nur gleichförmig, sondern scheinen auch absichtlich geschaffen worden zu sein, was Anlass zu zahlreichen kontroversen Theorien gibt. Handelt es sich dabei einfach um natürliche Phänomene oder sind sie der Beweis für ein uraltes Wissen, das die Menschheit noch nicht vollständig entdeckt hat? Die veränderte Wahrnehmung der Pyramiden von Gizeh. Die Pyramiden von Gizeh fügten sich jahrhundertelang nahtlos in die gängige Vorstellung ein, dass die Pyramiden die sterblichen Überreste der mächtigen Pharaonen Ägyptens bewahren sollten. Dieser Glaube stand auf soliden Füßen. Archäologen hatten in vielen Pyramidenkomplexen Mumien, Grabschätze und königliche Inschriften gefunden. In Geschichtsbüchern, Dokumentarfilmen und Museumsausstellungen wird immer wieder dieselbe Geschichte erzählt. Die große Pyramide war die letzte Ruhestätte des Pharaos Cheops, eine krönende Errungenschaft der Grabarchitektur des Alten Reiches. Doch mit dem technologischen Fortschritt und neuen Entdeckungen wird diese scheinbar einfache Geschichte enträtselt. Einige Experten bezweifeln inzwischen, dass die große Pyramide überhaupt jemals als Grabstätte gedacht war. Eines der größten Rätsel, die diese Debatte anheizen, ist das Westfield. Im Gegensatz zu anderen Königsgräbern, die mit Hieroglyphen und Grabbeigaben überfüllt sind, ist die große Pyramide unheimlich kahl. Die sogenannte Königskammer beherbergt eine schlichte, unbeschriftete Granitkiste, aber keine Inschriften, keine bestätigten Überreste und keinen endgültigen Beweis dafür, dass dies jemals der Sarkophag des Cheops war. Die alte Theorie, dass Grabräuber die Pyramide ihrer Schätze beraubt haben, erweist sich zunehmend als unzureichend. Warum sollte das aufwendigste Grabmal in der Geschichte Ägyptens genau die Elemente vermissen lassen, die ein Grabmal ausmachen? Gleichzeitig enthüllt modernste Radar- und Bildgebungstechnologie etwas noch Erstaunlicheres: riesige verborgene Strukturen tief unter dem Gizeh-Plateau. Einige Studien deuten auf die Existenz von unterirdischen Tunneln, Hohlräumen und vertikalen Schächten hin, die sich Hunderte von Metern unter der Basis der Pyramide erstrecken und ein Netzwerk von bis zu 2 Kilometern unter der Erde bilden. Obwohl die Ausgrabungen vor Ort all diese Erkenntnisse noch bestätigen müssen, hat die bloße Möglichkeit sowohl Gelehrte als auch die Öffentlichkeit elektrisiert. Wenn die große Pyramide mit einer ausgedehnten unterirdischen Welt verbunden ist, dann steht alles, was wir über ihren Zweck zu wissen glaubten, zur Debatte. Jahrzehntelang war in den offiziellen Berichten nur von der Königskammer, der Königinnenkammer und einer sogenannten unvollendeten Kammer unter dem Bauwerk die Rede. Wenn aber massive unterirdische Korridore oder spiralförmige Brunnen existieren, könnte die Funktion der Pyramide weitaus mehr gewesen sein als ein Grabmal. Einige Forscher haben auf die einzigartigen Materialien hingewiesen, die für den Bau der Pyramide verwendet wurden: Granit und Kalkstein, die Eigenschaften in Bezug auf elektrische Leitfähigkeit und akustische Resonanz aufweisen. Wurde dieses Bauwerk für etwas anderes als für Bestattungsriten entworfen? Könnte es einer fortgeschrittenen, möglicherweise verloren gegangenen, technologischen Funktion gedient haben? Obwohl viele dieser alternativen Theorien außerhalb des Mainstreams der Archäologie stehen, deutet ihre zunehmende Verbreitung darauf hin, dass sich unsere Sichtweise auf diese antiken Wunderwerke ändern wird. Der vielleicht größte Fehler besteht darin, die große Pyramide auf ein bloßes Grabmal zu reduzieren und dabei die wahre Tiefe ihrer Komplexität und die verblüffenden Möglichkeiten zu übersehen, die sie immer noch bietet. Warum die Erklärung nur das Grab in Frage gestellt wird? Seit den Anfängen der Archäologie in Ägypten ist die Grabtheorie sinnvoll. Viele Pyramiden aus verschiedenen Epochen enthielten tatsächlich Überreste oder Grabbeigaben. Zeichnungen an den Wänden anderer Pyramidenkomplexe stellten die Reise des verstorbenen Pharaos ins Jenseits dar. Es gibt auch zahlreiche Belege dafür, dass im Alten Reich der Bau großer staatlich geförderter Monumente Ausdruck zentraler Macht und religiöser Verehrung des Königs war. Daher stuften die Historiker über Generationen hinweg jede Pyramide, die sie sahen, als Grabmal ein. Selbst die große Pyramide, für die es kaum direkte Hinweise auf eine formale Bestattung gibt, wurde aufgrund ihrer Nähe und Größe in dieselbe Kategorie eingeordnet. Mit der Zeit zeigten sich jedoch Risse in diesem Konsens.
Das Innere der großen Pyramide weist nicht die üppigen Wandmalereien und hieroglyphischen Gebete auf, die man in späteren Königsgräbern findet, geschweige denn die umfangreichen Inschriften, die für die meisten pharaonischen Grabstätten typisch sind. Die Königskammer, der größte offizielle Innenraum, ist erstaunlich nüchtern. Der einzige Gegenstand dort ist ein Behälter aus Kalkstein oder Granit, dessen genaue Funktion umstritten ist. Die Menschen fragten sich, warum ein Pharao, der über nahezu unbegrenzte Arbeitskräfte und Ressourcen verfügte, seine letzte Ruhestätte ohne Inschriften, Statuen oder Markierungen zu Ehren seiner Herrschaft hinterließ. Vor allem, wenn kleinere Gräber der gleichen Zivilisation üppig verziert waren. Auch wenn es dafür eine Erklärung geben könnte, ist der Unterschied rätselhaft. Ein weiteres Problem ist die technische Symmetrie und Ausrichtung der Pyramide. Die große Pyramide ist mit bemerkenswerter Genauigkeit nach Norden ausgerichtet, genauer als viele moderne Gebäude. Die riesigen Kalksteinblöcke und Granitstücke sind mit nahezu perfekter Präzision eingepasst. Im Querschnitt scheinen die inneren Korridore ein fortgeschrittenes Wissen über Winkel und Geometrie widerzuspiegeln. Betrachtet man das gesamte Gebäude in einem historischen Vakuum und losgelöst von anderen ägyptischen Pyramiden, wirkt es wie ein eigenständiges Megaprojekt, das über den typischen Bauplan für ein Königsgrab hinausgeht. Manche behaupten, dass die Komplexität einen tieferen Zweck gehabt haben könnte, vielleicht die Speicherung von Wissen oder die Nutzung natürlicher Energie. Dies bleibt hypothetisch, aber die Spekulationen sind genau wegen dieser Anomalien entstanden. Die traditionelle Grabmallogik sah solche Merkmale nicht vor. Auch heute noch sind viele Ägyptologen der Meinung, dass die ursprüngliche Funktion der großen Pyramide eine reine Bestattungsfunktion war. Ihrer Ansicht nach stammt die Lehre von antiken Räubern, die wertvolle Gegenstände entwendeten, oder von der Möglichkeit, dass Cheops die Pyramide nie fertig genutzt hat. Skeptiker dieser Erklärung verweisen auf die großen Grabkomplexe in Saqqara. Ein weiterer Zweifel ergibt sich aus den Behauptungen von Scannern, die verborgene Hohlräume oder große zusammenhängende Strukturen weit unter der Pyramide entdeckt haben. Wenn fortschrittliche Bildgebungsverfahren weiterhin riesige unterirdische Ausdehnungen bestätigen, verschärft sich die Frage: War dies wirklich nur das Grab des Pharaos oder etwas ganz anderes? Technologie und moderne Untersuchungen haben mehr Menschen gezwungen, für neue Möglichkeiten offen zu sein. Manche fragen sich, ob die übliche Erzählung versucht hat, einen runden Pflock in ein eckiges Loch zu stecken, weil dies die einfachste Antwort war, die es damals gab. Es gibt viele Gräber. Und so war es leicht, die große Pyramide als ein weiteres zu bezeichnen. Doch bei genauerer Betrachtung lassen sich Konstruktionsmerkmale erkennen, die in gewöhnlichen Grabkomplexen nicht zu finden sind. Das ist der Kern der Debatte. Kann eine einzige, traditionelle Erklärung all diese strukturellen Merkwürdigkeiten abdecken? Oder ist es Zeit für eine erweiterte Sichtweise? Skelettfunde in Gräbern und Bestattungshierarchien. Während Forscher weiterhin der Frage nachgehen, wer in Pyramiden begraben wurde, bieten Entdeckungen an der Stätte von Tombos im heutigen Sudan eine neue Perspektive. In Tombos stehen kleine Pyramiden aus Lehmziegeln, die während der ägyptischen Herrschaft über Nubien als lokale Begräbnisstätten dienten. Bei den dortigen Ausgrabungen wurden mehrere Skelette von Personen gefunden, die offenbar ein körperlich anstrengendes Leben geführt haben. Dieser Befund ist faszinierend, da Pyramidengräber traditionell mit hochgestellten oder königlichen Personen in Verbindung gebracht wurden. Die Analyse der Skelettreste aus den Gräbern deutet darauf hin, dass einige Personen schwerer Arbeit und körperlicher Belastung ausgesetzt waren, was darauf hindeutet, dass sie nicht zur Elite gehörten. Dies stellt die herkömmliche Ansicht in Frage, dass Pyramidengräber ausschließlich für Könige oder hochrangige Beamte reserviert waren. Stattdessen deutet sie darauf hin, dass pyramidenförmige Bestattungen zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vielfältiger gewesen sein könnten als bisher angenommen. Eine Möglichkeit ist, dass kleinere Beamte oder Angestellte in der Nähe von Personen mit höherem Status bestattet wurden, vielleicht als Teil einer kulturellen oder religiösen Praxis. Ihre Platzierung in den Pyramidengräbern könnte eine Fortsetzung des Dienstes im Jenseits symbolisieren oder lokale Traditionen widerspiegeln, die sich von denen in den zentralen Regionen Ägyptens unterscheiden. Was bedeutet das für die Pyramiden von Gizeh? Obwohl die Pyramiden von Gizeh in ihrer Größe und Erhabenheit die Tombos bei weitem übertreffen, ermutigt diese Entdeckung die Wissenschaftler, ihre Annahmen darüber zu überdenken.
wer in den Pyramiden begraben worden sein könnte. Die Vorstellung, dass in jeder Pyramide nur eine einzige erhabene Persönlichkeit beigesetzt wurde, wird durch neue Erkenntnisse immer differenzierter. In Tombos gehörte die größte Pyramide einem Pharao, aber kleinere Pyramidengräber in der Gegend enthielten im Laufe der Zeit mehrere Bestattungen, einige in tieferen Schächten oder eingestürzten Nebenkammern. Dies deutet darauf hin, dass die Pyramidenform je nach Zeit, Ort und kulturellen Faktoren unterschiedlich genutzt wurde. Obwohl die große Pyramide von Gizeh eine unvergleichliche architektonische Leistung darstellt, erinnern uns Stätten wie die Tombos daran, dass die Bestattungsgewohnheiten in der antiken Welt komplex waren. Bei der weiteren Erforschung ist es von entscheidender Bedeutung, offen für neue Interpretationen und Entdeckungen zu bleiben, die unser Verständnis der Pyramidenstrukturen und ihrer Zwecke verändern könnten. Bodendurchdringende Technologie. Scanning-Methoden sind in den Mittelpunkt der Debatte gerückt. Traditionelle Ausgrabungen haben an einem historisch so bedeutenden und politisch so sensiblen Ort wie Gizeh ihre Grenzen. Archäologen befürchten, das Bauwerk zu beschädigen, so dass groß angelegte invasive Versuche, in die Pyramide zu bohren oder zu hämmern, auf den strikten Widerstand der örtlichen Behörden stoßen können. Stattdessen bietet die fortschrittliche Fernerkundung einen weniger eingreifenden Weg. Verschiedene Formen von Radar, Satellitenbildgebung, Myonendetektion und sogar thermische Abtastung gehören inzwischen zum Instrumentarium der Archäologen. Mit Hilfe der Myonendetektion wurde vor einigen Jahren ein mysteriöser Hohlraum im Inneren der großen Pyramide geortet. Die Myonen der kosmischen Strahlung wandern durch die Materie und wenn ein Bereich ohne dichtes Gestein ist, werden dort mehr Myonen durchgelassen, was zu Anomalien in den Daten führt. Die Muographie veranlasste einige Teams zu der Behauptung, sie hätten einen bisher unbekannten inneren Hohlraum gefunden. Es entbrannte eine Debatte darüber, ob es sich bei diesem Hohlraum um eine verbliebene Baulücke oder um eine verborgene Kammer handelte, die etwas Bedeutendes enthalten könnte. Skeptiker wollten eine direktere Bestätigung. Genehmigungen zum Graben oder Aufbrechen in diesem Hohlraum wurden nie erteilt. Die Diskussion verflüchtigte sich daher, bis aussagekräftigere Skandaten vorlagen. Dann kamen andere Methoden wie die Radardopplertomographie hinzu, die angeblich detaillierte dreidimensionale Bilder von unterirdischen Formen erstellen kann. Es wird behauptet, dass wiederholte hochauflösende Scans des Gizeh-Plateaus vertikale Brunnen, spiralförmige Pfade oder große kubische Räume in außergewöhnlichen Tiefen aufgedeckt haben, die weit unter dem liegen, was ein typischer Grabschacht erfordern würde. Einige Berichte legen nahe, dass diese Netze die drei großen Pyramiden, Cheops, Chephren und Menkaure, miteinander verbinden und weit über ihre Basen hinausreichen. Für eine antike Kultur wäre es ein gewaltiges Unterfangen, 600 Meter oder noch mehr in die Tiefe zu gehen. Befürworter dieser Entdeckungen argumentieren, dass dies auf eine fortgeschrittene Technik oder eine untergegangene Zivilisation hinweist. Kritiker entgegnen, dass man nicht sicher sein kann, was von Menschenhand gemacht ist, solange man es nicht physisch bestätigt. Die Reflexionen auf den Skandaten könnten auch von geologischen Verwerfungen, Hohlräumen oder Wasserkanälen herrühren. Wie fügen sich diese Scan-Ergebnisse in die bestehende Erzählung ein? Zum Teil machen sie deutlich, wie viel über die große Pyramide noch unbekannt ist. In vielen Büchern und Dokumentarfilmen wird davon ausgegangen, dass die Stätte vollständig erforscht ist, obwohl dies eindeutig nicht der Fall ist. Die Scan-Ergebnisse würden, wenn sie zutreffend sind, auf ein erstaunliches Labyrinth von Strukturen hindeuten, das nach einer Erklärung verlangt. Die Tiefe und Komplexität dieser mutmaßlichen Unterbauten übertrifft die meisten bekannten Praktiken des Alten Reiches. Wenn es der ursprüngliche Plan des Pharaos war, ein Grabmal zu errichten, warum sollte er dann Hunderte von Metern, möglicherweise sein gesamtes Monument, in die Erde graben? Einige Scannergebnisse weisen auch auf eine ungewöhnliche Innengeometrie hin. In einer Pressemitteilung oder Zusammenfassung wird vielleicht eine fortschrittliche Schrägdachkonstruktion, eine Reihe von horizontalen Ebenen oder einzigartige Muster erwähnt, die mit keinem bekannten Bauplan aus dem Alten Reich übereinstimmen. Obwohl sich die Pyramiden im Laufe der Jahrhunderte von Stufenpyramiden zu Pyramiden mit glatten Seiten entwickelt haben, hat die gängige Wissenschaft nie auch nur annähernd die Ausmaße oder die Tiefe angenommen, die diese modernen Scans beschreiben. Deshalb sind viele der Meinung, dass diese auf Scans basierenden Behauptungen die Geschichte erschüttern oder zumindest eine intensive Untersuchung wert sind. Wenn sie sich bestätigen,
könnten sie die Art und Weise, wie wir ägyptische Geschichte lehren, verändern. Debatten über die unterirdische Bauweise. Berichte über große Gänge oder vertikale zylindrische Formationen unter den Pyramiden von Gizeh haben für Schlagzeilen gesorgt. Viele dieser Gerüchte verweisen auf Pressekonferenzen, neu bekanntgegebene Datensätze oder kurze Videos von Forschern, die behaupten, synthetisches Aperturradar von privaten Satellitenfirmen verwendet zu haben. Eine Behauptung besagt, dass sich unter der Basis der großen Pyramide 8 vertikale Brunnen in 2 Reihen befinden, die teilweise Hunderte von Metern tief sind. Dieselbe Behauptung beschreibt massive kubische Formationen am Boden mit einem Durchmesser von jeweils 80 Metern, die möglicherweise durch spiralförmige Gänge miteinander verbunden sind. Eine derartig aufwendige Konstruktion geht weit über die Logik typischer Gräber hinaus. Selbst große Gräber aus dem Neuen Reich haben selten mehr als 100 Meter absteigende Korridore. Die Vorstellung von Brunnen, die 600 Meter in die Tiefe reichen, plus Erweiterungen, die bis zu 2 Kilometer tief reichen, stellt die Ingenieurskunst in Frage, die den alten Dynastien gemeinhin zugeschrieben wird. Traditionelle ägyptische Bauprojekte waren bemerkenswert, aber die offizielle Geschichte gesteht ihnen nur selten die Fähigkeit zu, ausgeklügelte Systeme in dieser Tiefe zu errichten. Wenn es so viele Gänge oder Brunnen gibt, deutet dies auf eine übersehene oder verloren gegangene Technologie oder auf einen älteren Ursprung hin, der den bekannten Dynastien vorausgeht. Aus diesen unterirdischen Gerüchten haben sich mehrere Theorien entwickelt. Einige sind ziemlich banal. Vielleicht haben die alten Baumeister einfach große natürliche Höhlen gefunden und sie für die Lagerung oder für spirituelle Riten genutzt und dann bestimmte Teile versiegelt. Andere schlagen vor, dass eine fortgeschrittene Zivilisation aus der Zeit vor der Sintflut ein Labyrinth geschaffen hat. Wieder andere erwähnen die Hallen von Amenti aus esoterischen Texten und behaupten, dass diese spiralförmigen Brunnen alte Hinweise auf versteckte Bibliotheken oder die Halle der Aufzeichnungen unter der Pyramide bestätigen. Viele Hinweise kreisen um mystische Schriften wie die Smaragdtafeln oder die Vorstellung, dass Überlebende aus Atlantis fortschrittliches Wissen in die Region gebracht haben. Die offizielle Archäologie weist diese Interpretationen in der Regel mangels nachprüfbarer Beweise zurück. Aber die Entdeckungen sind so außergewöhnlich, dass selbst Skeptiker sich schwer tun, einfachere Erklärungen zu finden. Energy Theorien, Nikola Tesla und die große Pyramide. Neben der Frage nach unterirdischen Erweiterungen gibt es ein weiteres wichtiges Thema. Die Möglichkeit, dass die Pyramiden von Gizeh als Kraftwerke oder sogar als drahtlose Energieanlagen fungierten. Zahlreiche Referenzen verweisen auf die Arbeit von Nikola Tesla, der in den frühen 1900er Jahren versuchte, ein System zur drahtlosen globalen Stromübertragung zu schaffen. Teslas Wardenclyffe-Turm sollte die Resonanz der Erde nutzen, um Energie an weit entfernte Empfänger zu übertragen. Er glaubte, dass eine Kombination aus Wärmeleitung durch den Boden und Resonanz in der Atmosphäre eine nahezu unbegrenzte Elektrizität ermöglichen könnte. Einige interpretieren die Form, Ausrichtung und Materialzusammensetzung der großen Pyramide als Zeichen dafür, dass die Ägypter oder eine ältere Zivilisation etwas Ähnliches gebaut haben. Sie stellen fest, dass der äußere Kalkstein als Isolator gewirkt haben könnte, während der innere Granit mit seinen Quarzkristallen bei Belastung oder Vibration piezoelektrische Effekte begünstigen könnte. Andere argumentieren, dass die Lage der Pyramide über potenziellen Aquiferen oder Wasserkanälen natürliche Energie erzeugen könnte. Sie heben hervor, dass die Form genau nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet ist, was dazu beitragen könnte, das elektromagnetische Feld der Erde nutzbar zu machen. Diese Argumentation besagt auch, dass die sogenannten Luftschächte in den Kammern des Königs und der Königin auf Frequenzen ausgerichtet sind, die in bestimmten Tonhöhen mitschwingen. Obwohl die meisten Ägyptologen die Kraftwerksidee als absurd abtun, stößt sie in der Bevölkerung auf großes Interesse. Im Internet finden sich Videos, die zeigen, wie große Granitblöcke klingelnde Töne erzeugen können oder wie bestimmte Frequenzen durch den Pyramidengang dringen. Sie bringen dies mit Theorien in Verbindung, wonach das Bauwerk ursprünglich ein riesiger Leiter war und der letzte vergoldete Schlussstein als Sender fungierte. Einige verbinden sogar das Gerücht, dass in der Pyramide Kupferkabel gefunden wurden, die dann auf mysteriöse Weise entfernt wurden, mit einem Plan zur Übertragung von Elektrizität. Kritiker betonen, dass diese Sprünge auf Spekulationen beruhen.
Sie weisen auch darauf hin, dass die angegebenen Frequenzen wie 432 Hertz oder 440 Hertz ungenau sein können, wenn man sie auf die tatsächlichen Abmessungen der Pyramide überträgt. Teslas bekannte Ambitionen im Bereich der drahtlosen Energieversorgung haben die Faszination weiter angeheizt. Befürworter sagen, dass, wenn Tesla es fast geschafft hat, es vielleicht schon die Alten geschafft haben. Einige gehen noch weiter und behaupten, dass die Obelisken in Ägypten oder sogar die nach Rom, Paris und New York transportierten Obelisken Empfangstürme für dieses Energienetz waren. Die Idee ist, dass Granit und bestimmte Metalle an der Spitze die von Gizeh kommende Energie umwandeln oder speichern könnten. In einer Handvoll Referenzen wird erwähnt, dass alles nach einem katastrophalen Ereignis, das das ursprüngliche Kraftwerk sprengte oder zerstörte, zusammenbrach. Sie weisen auf Schäden in der Königskammer oder Risse in den Granitbalken als mögliche Beweise für eine antike Explosion oder Kernschmelze hin. Das eigentliche Rätsel ist, dass in der großen Pyramide kein direkter Generator oder ein übrig gebliebenes Gerät gefunden wurde, das eindeutig zu einem elektrischen System passt. Das Konzept eines fortschrittlichen antiken Kraftwerks bleibt indessen höchst spekulativ. Dennoch ist die Geschichte unwiderstehlich, weil sie angeblich die Frage löst, warum jemand ein so kompliziertes Monument bauen würde, wenn nicht, um einen König zu begraben. Sie erklärt auch die Geometrie der Pyramide, die rätselhaften inneren Merkmale und das ungewisse Datum oder die Herkunft. Die Befürworter der Energietheorie hoffen, mit Hilfe neuer Scan-Technologien verborgene Maschinen oder strukturelle Konstruktionen zu entdecken, die ihre These bestätigen. Materialien und Resonanzeigenschaften. Ein wiederkehrendes Detail ist die Wahl des Materials. Einige Pyramidenabschnitte bestehen aus Assuan-Granit, einem Gestein, das Quarzkristalle enthält, die unter Druck piezoelektrische Eigenschaften aufweisen. Andere bemerken, dass Teile des Bauwerks mit Dolomit ausgekleidet sind, einer Gesteinsart, die die elektrische Leitfähigkeit erhöhen könnte. Granit ist außerdem extrem dicht und lässt sich nicht leicht abbauen oder transportieren. Die Tatsache, dass massive Granitblöcke Hunderte von Kilometern von Assuan nach Gizeh transportiert wurden, macht neugierig. Warum sollte man sich diese Mühe für eine einfache Grabkammer machen, wenn Kalkstein in der Umgebung reichlich vorhanden und leichter zu bearbeiten war? Viele alternative Forscher bringen die Granitbalken in der Königskammer mit einer Resonanzfunktion in Verbindung. Von unabhängigen Ingenieuren durchgeführte Audiotests zeigen, dass die Kammer einen deutlichen Klingelton erzeugen kann, wenn Strukturen angeschlagen werden oder wenn die Luft bei bestimmten Frequenzen vibriert. Es wird auch erwähnt, dass die Kammer ein Helmholtz-Resonator sein könnte. Sie ist so geformt, dass eintreffende Schwingungen oder Impulse gebündelt und verstärkt werden. Wenn dem so ist, wäre das ein fortschrittlicher akustischer Trick, der bei Grabmälern nicht üblich ist. Die Frage ist, ob diese Resonanzeigenschaften beabsichtigt waren. Die gängige Wissenschaft könnte sagen, dass jeder akustische Effekt zufällig ist oder dass er ein Nebenprodukt der Verwendung von robustem Granit für die strukturelle Stabilität war. In einigen Dokumentarfilmen und Kanälen wird die Vorstellung geäußert, dass die antiken Baumeister jeden Granitbalken gezielt stimmten, indem sie Material von der Oberseite abhackten, bis er in der gewünschten Tonhöhe schwang. Derzeit gibt es keine direkten Beweise für das Stimmen, aber die Vorstellung hält sich hartnäckig in der öffentlichen Vorstellung. Es ist auch nur ein Teil des größeren Puzzles. Ein ungewöhnliches Design, sorgfältig ausgewählte Materialien und der fehlende Inhalt des Grabes lassen vermuten, dass es einen größeren Plan gab, als ein einzelnes Lineal zu begraben. Andere bringen dies mit dem angeblichen Energiefokus der Pyramide in Verbindung. Sie behaupten, dass Schwingungen von unterirdischem Wasser, die natürlichen Frequenzen der Erde oder sogar kosmische Einflüsse den Granit im Inneren in Resonanz versetzen. Wenn diese Resonanz eingefangen oder nutzbar gemacht werden kann, könnte daraus theoretisch freie Energie gewonnen werden. Wissenschaftler der konventionellen Seite argumentieren, dass die Fähigkeit einer großen Steinstruktur, eine stabile Resonanz aufrechtzuerhalten, nicht notwendigerweise großen elektrischen Strom oder genügend nutzbare Energie erzeugt. Sie warnen auch davor, dass viele der in populären Videos zitierten Fakten, wie genaue Frequenzen oder perfekte Ausrichtungen, vereinfacht oder ungenau sein könnten. Nichtsdestotrotz bleibt die Kollision von Materialwissenschaft und Pyramidenbau ein wichtiges Gesprächsthema unter denjenigen, die in der Pyramide mehr als nur ein Grabmal sehen.
Unterirdisches Wasser, Erdkräfte und Architektur. Eine andere, aber damit zusammenhängende Forschungsrichtung konzentriert sich auf die Idee, dass die große Pyramide oder andere Pyramiden über bedeutenden Wasserkanälen stehen. Die Geologie des Gizeh-Plateaus deutet auf unterirdische Aquifere hin. In alten Überlieferungen wird manchmal von Tunneln oder Brunnen unter der Sphinx und den Pyramiden berichtet, obwohl diese bei früheren Ausgrabungen nur selten erforscht wurden. Sollten die Untersuchungen das Vorhandensein großer Wasserströme bestätigen, könnte dies eine Verbindung zu alternativen Theorien darüber herstellen, wie die große Pyramide einst Energie durch die Bewegung von Wasser erzeugte oder verstärkte. Das Argument lautet, dass das unter der Pyramide herabstürzende Wasser oder auch nur ein teilweise bewegter Grundwasserspiegel Vibrationen verursachen könnte. In Verbindung mit der Form und den Materialien der Pyramide könnten diese Schwingungen gelenkt oder nutzbar gemacht werden. Einige gehen noch weiter und schlagen vor, dass es sich bei den vertikalen Schächten oder spiralförmigen Bohrungen, die in den Skandaten vermutet werden, in Wirklichkeit um massive Wasserleitungen handelt, die an einen riesigen mechanischen Apparat erinnern. Sie fragen, ob die atmosphärische und bodengebundene Leitung von Elektrizität durch die Synergie von Wasserfluss und quarzhaltigem Granit ergänzt worden sein könnte. Befürworter dieser Ideen weisen oft darauf hin, dass das für den Bau eines solchen Systems erforderliche Basiswissen außerordentlich hoch ist. Die richtigen Winkel, Materialien und die interne Konstruktion würden fortgeschrittene Technik erfordern. Woher dieses Wissen stammt, ist Gegenstand von noch mehr Spekulationen. Einige vermuten, dass sie von einer älteren Zivilisation geerbt wurde, die den bekannten Dynastien vorausging, möglicherweise einer Gesellschaft, die vor einer planetarischen Katastrophe oder Flut existierte. Andere behaupten, dass übernatürliche oder interdimensionale Kräfte den Prozess gesteuert haben und beziehen sich dabei auf biblische Referenzen oder Schöpfungsgeschichten aus der Antike. Allerdings glaubt nicht jeder, der diese auf Wasser basierenden Theorien vertritt, an esoterische Einflüsse. Technisch orientierte Forscher könnten sie als Beweis dafür sehen, dass die Menschen damals über ein ausgefeilteres geologisches und architektonisches Wissen verfügten, als wir es ihnen normalerweise zutrauen. Diskussionen über antike Bautechniken werden oft auf einfache Erklärungen reduziert. Rampen, Arbeitskräfte und Königsgräber. Die Existenz tiefer unterirdischer Strukturen und komplizierter Wassersysteme deutet jedoch auf eine Komplexität hin, die weit über die Vorstellung hinausgeht, dass eine Pyramide nur eine Grabstätte ist. Wenn diese architektonischen Meisterleistungen echt sind, offenbaren sie ein monumentales und hochentwickeltes Projekt, dessen Zweck wir noch immer nicht ganz verstehen. Inmitten dieser laufenden Entdeckungen tauchen immer wieder Hinweise auf Texte wie die Smaragdtafeln, die Hallen von Amenti und Schriften im Zusammenhang mit dem legendären Tod auf. Diese Erzählungen sind zwar nicht Teil der Mainstream-Ägyptologie, haben aber die Fantasie derjenigen beflügelt, die glauben, dass das Gizeh-Plateau Geheimnisse birgt, die weit über die Herrschaft der Pharaonen hinausgehen. Einige behaupten, dass sich tief unter dem Pyramidenkomplex ein verborgenes Archiv befindet, das oft als Halle der Aufzeichnungen bezeichnet wird und in dem fortschrittliches Wissen aus einer viel früheren Ära aufbewahrt wird. Während traditionelle Wissenschaftler skeptisch gegenüber solchen Behauptungen bleiben, sorgt die Frage, ob eine ältere, möglicherweise untergegangene Zivilisation zu diesen Strukturen beigetragen hat, weiterhin für Diskussionen. Die Vorstellung einer Zivilisation, die der bekannten Geschichte vorausging, stimmt auch mit alten Flutmythen überein, die in Kulturen auf der ganzen Welt zu finden sind. Geschichten aus Mesopotamien, Mesoamerika und darüber hinaus beschreiben katastrophale Ereignisse, die die Erde umgestalteten und nur Fragmente der Vergangenheit zurückließen. Könnten die Pyramiden von Gizeh Überbleibsel einer verlorenen Ära sein, in der das menschliche Wissen und die technischen Fähigkeiten weitaus fortgeschrittener waren, als wir annehmen? Der Umfang, die Präzision und die Dauerhaftigkeit dieser Monumente sind zwar spekulativ, aber sie stellen die Vorstellung in Frage, dass ihr Bau nur ein Produkt des dynastischen Ägyptens war. Skeptiker argumentieren, dass Texte wie die Smaragdtafeln nicht als historische Dokumente anerkannt sind und die gängige Archäologie die Idee eines unentdeckten antiken Archivs unter Gizeh nicht unterstützt. In modernen Scans und Studien wird jedoch immer wieder von versteckten Kammern und geheimnisvollen Hohlräumen unter dem Pyramidenkomplex berichtet.
Ohne direkte Ausgrabungen in diesen Bereichen bleibt das volle Ausmaß dessen, was darunter liegt, unbekannt. Einige glauben, dass künftige Entdeckungen mit den Legenden übereinstimmen könnten, während andere diese Funde als Gelegenheit sehen, unser Verständnis der antiken Bautechniken zu verfeinern. Letztlich gehen die Diskussionen über die große Pyramide weit über einfache Klassifizierungen hinaus. Ob durch die Brille der Archäologie, der Mythologie oder der antiken Geschichte betrachtet. Dieses ikonische Bauwerk weckt weiterhin Neugier und stellt lang gehegte Annahmen in Frage. Was denkst du? Könnte es mehr an den Pyramiden geben, als uns gesagt wurde? Lass uns in den Kommentaren wissen, was du darüber denkst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu mögen, zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du kein Update verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.